Herzlich willkommen zurück, meine sehr geehrten Damen und Herren und liebe Gäste beim Bächle Competence Day hier auf unserer Live-Bühne. Ich freue mich sehr, dass wir hier wieder zusammen sind und wir haben jetzt zwei große Programmelemente des Competence Day erfolgreich schon bestritten. Wir haben 6 Expertengespräche hier auf der Bühne gehabt, wir haben 4 Partnerdialoge mit Ihnen teilen dürfen und jetzt kommen wir zu einem Programmhighlight, auf das ich mich persönlich am allermeisten freue, nämlich das sind die Dialoge mit den Kunden, weil nichts ist so wertvoll wie der Dialog mit den Kunden. Und ich freue mich, dass wir gleich den ersten Dialog mit einer Dame hier beginnen können, die auch hier mit bei uns im Studio ist. Herzlich willkommen, liebe Elke Reichert. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich sehr. Großartig. Danke, Herr Beifuß. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Ihnen Frau Elke Reichert vorstellen. Sie repräsentiert hier heute als Chief Digital Officer das Unternehmen TUI. Und ist dort nicht nur Chief Digital Officer, sondern auch CEO der TUI Infotech. Das ist die IT-Organisation, die Technologieorganisation von TUI. Und ich freue mich sehr auf unseren Dialog, der ein durchaus provokantes Thema hat, würde ich sagen, nämlich kommt jetzt der Anti-Chef. Wir sprechen also über Führung. Wir sprechen über Führung und in dieser Zeit, in diesem Jahr, nicht nur durch Corona, durch viele andere Dinge auch, hat sich so vieles geändert und natürlich ändert sich auch Führung und ja, es gibt niemanden Besseres, mit dem ich darüber sprechen könnte heute, als Sie, liebe Frau Reichert, weil Sie natürlich auf einen so langen Track Record an herausragenden Führungsaufgaben zurückblicken können in Ihrer Karriere. Ich darf Ihnen, meine sehr geehrten Damen und Herren, nur einen ganz kurzen Überblick geben. Frau Reichert ist studierte Wirtschaftswissenschaftlerin, Linguistin und hat zusätzlich noch angewandte Informatik studiert. Sie ist ohne Zweifel eine der profiliertesten und erfahrensten Technologieführungskräfte in Deutschland. Sie hat über 25 Jahre Technologieorganisationen geführt und zwar sehr unterschiedliche Technologieorganisationen von großen globalen Corporations wie zum Beispiel HP über Corporate Startups und echte Startups sozusagen. Und natürlich jetzt bei der TUI, das größte Tourismusunternehmen der Welt. Also ein extrem spannender Bogen und eine extrem vielfältige und beeindruckende Karriere mit Führungsaufgaben, immer mit dem einen gemeinsamen Thema Technologiefokus. Ja? Und besonders spannend ist, dass Sie ja auch Beraterin sind bei einem Unternehmen. Da sind Sie schon seit 2016 dabei und da kannte das Unternehmen wahrscheinlich keiner oder ganz wenige. Aber jetzt ist es buchstäblich in aller Munde. Das ist nämlich die Firma CureVac, eine der beiden deutschen Unternehmen, eines von nur 2 deutschen Unternehmen, das jetzt ganz weit vorne ist in der Impfstoffforschung für Corona. Sie werden es mir nachsehen, liebe Frau Reichert, ich muss danach fragen. Gibt es da Neuigkeiten? Ich treffe mich morgen wieder dort, dann könnte ich Ihnen mehr sagen. Aber was mich natürlich besonders freut, ist, als ich damals 2016 angefangen hatte, war ich ja noch nicht bei der TUI. Und zu sehen, dass jetzt eigentlich alles zusammenpasst. Also TUI wartet wahrscheinlich wie alle Touristikunternehmen sehnsüchtig auf einen Impfstoff. Also wenn ich da mithelfen kann, auch indirekt, ist mir das natürlich eine Riesenfreude. Ja, CureVac ist ja auch eine extrem spannende Unternehmensstory, gegründet damals von Dietmar Hopp und dann unterstützt auch mit Start-up-Unterstützung von der Bill und Melinda Gates Foundation und jetzt natürlich ein enormes Wachstum und das umfasst ja auch genau Ihre Beratungstätigkeit, nämlich dort die Organisationsentwicklung zu beeinflussen. Vom Start-up zum Grown-up. Vom Start-up zum Grown-up, ja, sehr spannend. Also wir drücken Ihnen alle sehr die Daumen, dass durch Ihre Unterstützung dort die Prozesse schnell vorangehen und wir vielleicht bald gute Nachrichten haben, was dieses so extrem wichtige Thema angeht, Impfstoffforschung rund um die Pandemie. Aber jetzt wollen wir über unser eigentliches Thema sprechen. Und das ist natürlich die Fragestellung, liebe Frau Reichert, sind Sie der Anti-Chef? Ja und nein. Nein, weil natürlich, also ich bin Chef, Sie hatten es ja gesagt, von TUI, von unserer großen IT-Einheit. Also ich denke, Menschen brauchen Führung. Führung wird immer aktuell sein und ist, glaube ich, in so einer Krisensituation wie momentan noch aktueller denn je. Aber warum vielleicht doch auch? Vielleicht bin ich der Anti-Chef, weil ich immer noch sehe in meinen vielen Jahren, jetzt sind es bald 30 Berufsjahre, dass viele Führungskraft immer noch sehen als etwas sehr Vertikales, Top-Down, etwas eben mit Macht und mit viel Kontrolle. Und ich habe eigentlich meinen Führungsstil so definiert, weil ich eben aus der Technologie komme. Sie wissen, in der Technologie sprechen wir von Everything as a Service, Software as a Service, Infrastructure as a Service und habe meinen Managementstil deshalb genannt
MaaS, Management as a Service. Und so verstehe ich das. Also ich bin für die Mitarbeiter da. Und nicht die Mitarbeiter für mich. Vielleicht bin ich in der Hinsicht dann doch ein Antichef. Ja, und in jedem Fall würden Sie aber den Begriff Antichef dann in diesem Kontext ja durchaus auch als eine Auszeichnung begreifen, Absolut, oder? Ja, das finde ich super. Ja. Und also das MaaS, Management as a Service, nehmen wir in jedem Fall mit. Gute Begrifflichkeit. Für dieses eher traditionelle Führungsbild haben sich ja nun in den letzten Monaten ganz erhebliche Herausforderungen eingestellt. Schon alleine deswegen, weil man ja seine Mitarbeiter nicht mehr so oft getroffen hat. Genau. Und Sie haben mir auch berichtet, Frau Reichert, dass Sie erst kürzlich, vor wenigen Tagen, das erste Mal seit einer langen Zeit wieder im Büro waren und in Hannover im Office und sozusagen dort face-to-face Ihr Team getroffen haben. Erzählen Sie mir, wie hat sich Ihre Führung denn in den vergangenen Monaten verändert? Also ich würde sagen, die größte Veränderung war das Thema Kommunikation. Und da haben wir deutlich verstärkt. Also ich gebe Ihnen mal ein paar Beispiele. Wir haben einen erweiterten Führungskreis. Da haben wir uns einmal im Monat getroffen vor Corona. Als dann die Krise ausgebrochen ist, haben wir uns täglich zusammengesetzt. In der Zwischenzeit dann haben wir uns 3-mal die Woche, jetzt sind wir noch 2-mal die Woche. Das ist ein Beispiel. Ne? Also einfach ein erweiterter Führungskreis, viel häufigere Kommunikation. Mit meinem gesamten Team, das sind fast 1000 Mitarbeiter, hatten wir vor Corona alle 3 Monate einen großen Townhall-Meeting gemacht. Jetzt machen wir das monatlich. Also ich glaube einfach, die Kommunikationsfrequenz mit den Führungskräften, mit den Teams hat sich stark erhöht, eben auch um diese Präsenz zu zeigen. Wir als Führungsteam, wir sind da, wir sind der Fels in der Brandung und ich glaube, das war auch ganz wichtig für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu sehen. Also nach MaaS. Das Management kann dann als Service auch tatsächlich abgerufen werden und ist verfügbar. Ist verfügbar, ist erreichbar, ansprechbar und ist präsent. Ja. Und natürlich hat das dann auch ganz zwangsläufig für Sie sicherlich die Bedeutung von Technologie als Werkzeug von Führungsarbeit maßgeblich erhöht, alleine schon durch die Nutzung von Teams, Zoom oder was auch immer Sie dort benutzen. Wir benutzen Teams, Ich würde Sie gerne aber noch mal auf einen anderen Aspekt von Technologie und Führung ansprechen, der jetzt mal gar nichts mit Corona zu tun hat. Wir haben heute über den Tag hinweg immer wieder auch gehört, wie maßgeblich der Einfluss von künstlicher Intelligenz heute schon ist und in Zukunft wird. Und da würde ich gerne von Ihnen erfahren, im Sinne eines modernen Führungsverständnisses, so wie Sie es applizieren mit Ihren Teams und Ihren Mitarbeitern, wie schätzen Sie den Einfluss von künstlicher Intelligenz auf Führung ein? Was erwarten Sie da? Also ich erwarte total viel von künstlicher Intelligenz. Wir nutzen das natürlich ein bei uns, sei es zum Thema Bilderauswahl, sei es zum Thema Security-Check. Ich war mein ganzes Leben schon an dieser Mensch-Maschine-Interaktion interessiert, habe meine Diplomarbeit damals über automatische Übersetzung geschrieben. Also ich sehe künstliche Intelligenz wirklich, dass viel Arbeit abgenommen wird und eigentlich dadurch Freiraum gemacht wird für die Mitarbeiter, für die Führungskräfte, sich auf die wirklich wichtigen, die finale Entscheidung sich zu konzentrieren. Also wir sagen auch bei uns oft, Human is the next big thing. Und ich glaube, das kommt auch wieder. Aber natürlich erstmal, denke ich, kommt noch eine schöne Blüte von Artificial Intelligence, die uns wirklich die Arbeit erleichtert. Aber das letzte Wort muss immer der Mensch haben. Also die AI sozusagen eher als der Lieferant der Entscheidungsoptionen und vielleicht auch zur Bewertung, zur Vorbewertung von Entscheidungsoptionen, aber damit ja auch schon mit einer erheblichen Bedeutung gegenüber den traditionellen Vorgehensweisen in Führungsarbeit, wie man es so in vielen Unternehmen natürlich nach wie vor auch erlebt. Also, und da bin ich wirklich überzeugt, dass wir zu besseren Entscheidungen und schneller eben zu besseren Entscheidungen kommen. Ja, und Geschwindigkeit ist ja natürlich ein entscheidender Faktor geworden. Absolut. Nicht alles, was schnell geht, ist automatisch auch besser, aber vielleicht kann genau die AI dieses Gap schließen. Genau. Das ist ja vielleicht genau die Vision, die an der Stelle entsteht. Lassen Sie uns auch kurz über natürlich das Thema Diversität in Führungsrollen sprechen. Da sind wir in Deutschland ja nun nicht die Vorreiter und nicht die Helden, würde ich sagen. Nein. Und ich will nicht nur mit Ihnen über Gender Diversity sprechen, sondern über den etwas breiteren Begriff von Diversität in der Führung. Aber wie verändert Diversität Führung nach Ihrer Beobachtung? Was macht das mit Unternehmen? Und was raten Sie auch Unternehmensentscheidern jetzt gerade in diesem Kontext? Ja, also ich denke, in der heutigen Welt, unsere Welt ist so komplex geworden,
deshalb ist es so wichtig, dass Sie einfach diverse Menschen an einem Entscheidungsprozess beteiligen, weil es eigentlich keinen Menschen mehr gibt, der alles allein überschaut, ne? Und den Background hat, um diese Entscheidung in einer komplexen Welt alleine zu treffen. Für mich ist einfach ganz wichtig, dass wir Führung neu definieren. Also ich glaube, wir haben sehr oft, wird Führung mit Selbstbewusstsein und Charisma gleichgesetzt, aber es gibt genug Studien inzwischen von Harvard Business Review und anderen, die zeigen, dass es wirklich keine Korrelation gibt zwischen Selbstbewusstsein und Charisma und Kompetenz und Integrität. Und ich glaube, wenn wir einfach anfangen würden, Führung wirklich über fachliche, aber auch personelle Führungskompetenz zu definieren und Integrität, würden wir uns, glaube ich, alle ein großes Stück weiterkommen. Ja. Und da kommen eben nicht nur dann Frauen zum Zuge, da kommen auch ganz unterschiedliche. Ich denke, es gibt da sicherlich viele Männer, die sich mit diesen Führungsprinzipien, Führungskompetenz und Integrität auch viel besser identifizieren können. Ja. Wie immer nur das Alpha, ne? Das Alpha-Tier. Ich finde es sehr spannend, dass Sie den Begriff der Integrität auch einführen an der Stelle sozusagen in die Diskussion und in das Gespräch. Sicherlich eine Dimension, die auch häufig unterschätzt wird. Wir haben es ja gesehen, Wirecard, das letzte Beispiel. Ne? Also da wirklich, also für mich oder für jeden ganz offensichtlich ist, dass das offensichtlich kein Auswahlkriterium war bei der Besetzung von Spitzenpositionen. Da ging es wohl mehr um die Alpha-Tiere, ohne dass man dort jetzt sich wohl zu weit aus dem Fenster lehnt mit dieser Analyse aus der Ferne. Sie haben auch den Begriff der Kompetenz angesprochen. Dafür bin ich Ihnen sehr dankbar, weil immerhin heißt unsere Veranstaltung ja heute Competence Day und die Competence Days bei Bechtle gibt es im Übrigen schon seit 16 Jahren. Das ist die 16. Auflage und offensichtlich ist also das Thema Kompetenz hier ein gewisser roter Faden. Und da würde ich gerne noch mal nachfragen, auch leider schon als Abschlussfrage, liebe Frau Reichert, welche Kompetenzen braucht Führung aus Ihrer Sicht heute und natürlich in Zukunft? Also vielleicht, um auch wieder den Bogen zu schlagen zu dem Titel, würde ich es mal provokativ sagen, loslassen. Ich sage immer so, für mich ist die Formel, die mir geholfen hat in den letzten Jahren, ist 50, 30, 20. Und zwar 50% wirklich auf das operative Geschäft setzen, 30% auf die Entwicklung eines High-Performing-Teams und 20% auf die Strategie und auf die Vision. Und ich glaube, es ist extrem wichtig, dass man sich als Führungskraft immer klar macht, dass das Tagesgeschäft, diese 50% einfach nicht auf keinen Fall 100% werden darf. Ne? Und ich sehe es halt immer noch sehr oft, dass dieser Alltag schon die ganze Agenda füllt. Und ich glaube, die Mitarbeiter, was Führung wirklich braucht, die Kompetenz ist so den langfristige Ziel, wo wollen wir hingehen, um eben gerade auch Technologen dazu zu begeistern, haben sie Lust auf diese Reise mitzugehen, aber dann auch weggehen, Platz machen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sich zu entwickeln, ihnen den Weg frei machen, Hürden aus dem Weg räumen und eben sicherstellen, dass man ein High-Performing-Team aufgebaut hat, weil jeder will Teil eines Winning-Teams sein. Absolut. Und das motiviert. Absolut. Und 50, 30, 20? Ja. Gute Formel, würde ich sagen. Ja. Ich ahne bei weitem nicht die Realität, die jede Führungskraft schafft, vielleicht auch nicht schaffen kann, aber zumindest dieses als Ambition, als Ziel, sich zu formulieren und sich auch selber dagegen zu messen, ist sicherlich etwas sehr Hilfreiches, um dann auch tatsächlich eben diesen Anspruch von Management as a Service leben zu können, eben auch verfügbar zu sein und nicht durch die Tagesarbeit so absorbiert zu sein, dass man sowieso gar nicht mehr und dass der erste Termin, den man vergeben kann, in 3-4 Wochen ist. Ne? So hilft man dem Team natürlich nicht. Absolut. Sehr spannend. Ich bin Ihnen sehr dankbar, liebe Frau Reichert, dass Sie sich Zeit genommen haben. Sie sind ja auch, das will ich an der Stelle nicht ungesagt lassen, Sie sind ja auch Aufsichtsrätin hier für das Haus Bechtle. Ja. Und deswegen freuen wir uns natürlich auch ganz besonders, dass Sie sich heute auf den Weg gemacht haben aus Hannover hier zu uns nach Neckarsulm und wir Sie auch persönlich hier als Gesprächspartnerin begrüßen dürfen. Sehr gerne, Herr Beilfuß. Hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Ja, Dankeschön. Mir auch. Und ich bedanke mich sehr, Frau Reichert, dafür, dass Sie dabei waren.